So, was bauen wir jetzt als nächstes? Ja, servus, hier ist der Arne von Kreis 32. Ihr schaut gerade einen Mehrteiler. Das ist Teil 2. Und wenn ihr Teil 1 schauen wollt, dann guckt ihr mal da unten in die Videobeschreibung, da wo meine Füße sind. Und dann könnt ihr auch sehen, was vorher geschah. Viel Spaß beim Schauen. Also, das Rohr hatte sich doch leicht verkeilt. Jo, jetzt ist es drin. Also wer sich immer fragt, wie lange so ein Akku von so einem Bosch-Gerät hält, das Video wurde bis hierher komplett mit einem Akku gedreht. Und alles, was ihr jetzt in der letzten Szene gesehen habt, diese Kanten von diesem kurzen Holz, das hat er jetzt am Stück gefräst und jetzt ist er der Meinung, mal eine Pause machen zu müssen.
ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die Treppe doch nicht hochzuziehen, sondern wirklich so wie eine Bibliotheksleiter zu nutzen und einfach auf dem Boden stehen zu lassen und einfach so durch die Gegend zu schieben. Das heißt, wenn ich sie nicht brauche, schiebe ich sie dort an die Wand heran und wenn ich sie brauche, ziehe ich sie raus. Und damit der Raum hier zwischen nicht so ganz ungenutzt bleibt, werde ich dort noch ein paar Regale hinbauen. Das heißt, am Ende sieht das nachher so aus, dass die Leiter sich quasi zwischen allen Regalen und Sachen befindet und man eigentlich gar nicht hochlaufen kann und in dem Moment, wo man sie benutzt, einfach rauszieht und hochläuft. Dazu habe ich noch die Halterung von der Leiter nochmal umgebaut. Dazu blende ich noch ein paar Bilder ein, einfach dafür, dass ich die Leiter jetzt wirklich bis an die ganze Wand ranschieben kann. Was jetzt da besonders anders ist, ist halt, dass ich die Halterung links und rechts noch mit Holz unterstützt habe, einfach damit sie nicht wegknickt von den Balken. Ich denke, das ist für die Statik einfach besser. Wen das noch weiter interessiert, wie die Wand da hinten jetzt so nachher aussieht zum Schluss, da werde ich dann noch mal ein paar Bilder auf Instagram veröffentlichen. Da könnt ihr bei mir vorbeischauen, findet ihr mich auch unter Kreis32. Und ja, da werdet ihr sicherlich dann auch mal ein paar Bilder drüber sehen, wie das Ganze entstanden ist. Aber ein extra Video dazu werde ich nicht machen. So, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich würde mich über ein Abo freuen, wie auch über Kommentare. Gebt mir ein paar Infos, was ihr von der Treppe haltet. Und ihr könnt mir natürlich auch Tipps geben, wenn ihr sagt, hey, was hat er denn da gebaut? Das Ding bricht irgendwie in 10 Tagen zusammen. Würde mich natürlich auch interessieren, ne? Nicht, dass ich da runterfall. Ja, ich hoffe jetzt die Treppe gut nutzen zu können und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.